Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Letzte Woche habe ich angedeutet, wir wollen über Direct Earthing sprechen. Und das heißt, eine Methode von einem YouTuber ausprobieren, der heißt Selbstversorger modern und einfach. Tatsächlich habe ich im Frühjahr das getan. Ich habe die Methode ausprobiert und dreierlei Kartoffeln eingepflanzt. Einmal durch Direct Earthing, einmal konventionell und eine Versuchsreihe habe ich richtig dicke gemulcht. Und heute wollte ich mal einmal zeigen, wie das aussieht und was für Erfolgserlebnisse ich schon im Juni mittendrin erlebe. Los geht's! Zuerst schauen wir uns an die erste Versuchsreihe. Das sind die Kartoffeln, das sind 3 Reihen insgesamt. Die stehen im hohen Gras. Man sieht es überhaupt nicht, dass da Kartoffeln sind. Davor habe ich wie immer Kürbisse eingepflanzt. Und die Kürbisse, wenn die Kartoffeln fertig sind, nehmen dann hinterher den Platz von den Kartoffeln. Und tatsächlich hier sind die 3 Reihen versteckt von den Kartoffeln. Die werden nicht angehäufelt, die werden nur gemulcht. Die Einpflanzung erfolgte Ende April. Die Kartoffeln sehen sehr groß aus, die haben sich so hochgezogen im hohen Gras und jetzt ist das Gras schon so weit drumherum, dass man das abernten kann und mulchen kann. Dazwischen stehen die Bohnen schon. Das ist die Kombination Bohnen und die Kartoffeln. Letzte Woche kamen daneben die Tomaten. Es sind auch 2 Reihen Tomaten. Die wurden auch dick gemulcht, das wollte ich nicht vorenthalten. Und weil wir uns das Gesamtbild jetzt anschauen, wollte ich mal die Tomaten zeigen. Daneben ist die Gurkenkiste. Die Gurken sind auch ganz gut aufgegangen. Da sind 3 Horststellen und drumherum habe ich die rote Beete, Amaranth ausgesät und zwar ist das jetzt momentan sehr trocken und natürlich muss man nur punktuell gießen, aber sobald der erste Regen kommt, wird das was. Die Gurkenkiste steht neben dem Gewächshaus und die Gurken hängen meist runter, also verschattet das Ganze nicht das Gewächshaus und da drin stehende Tomaten. Hinter dem Gewächshaus steht die zweite Versuchsreihe Kartoffeln. Da wurden die Kartoffeln einfach eingepflanzt Mitte April. 3 Wochen später nach der Einpflanzung wurden die Kartoffeln angehäufelt und gemulcht. Und die dürfen einfach weiter wachsen. Die Kräuter daneben, die werden jetzt abgeerntet und die Kartoffeln werden wir nach Bedarf auch abernten. Die sehen nicht so gut entwickelt noch aus, aber wir hoffen, dass die auch noch nachholen. Die Kirschernte steht jetzt an und ich versuche so viel dieses Jahr zu bevorraten, wie es geht und natürlich roh zu essen. Auch die Kräuter werden jetzt intensiv getrocknet, wie zum Beispiel Schafgarbe, Vogelmiere, Brennnessel, Giersch. Einige wie Brennnessel und Giersch landen im Winter in der Suppe und die Schafgarbe wird für eine Teemischung zum Beispiel sehr gut sein. Aber genug dazu. Die nächste Versuchsreihe ist tatsächlich eine Direct Earthing Reihe. Das ist eine Methode, entwickelt von einem YouTuber, der ein Selbstversorger modern und einfach Kanal betreibt. Ich fand das mega interessant und wollte ausprobieren, ob das tatsächlich funktioniert. Im Frühling habe ich die Kartoffeln nach seiner Methode eingepflanzt. Als erster Schritt habe ich Mitte April verschiedene Grünabfälle, Rasenschnitt und auch sogar Bioabfall aus der Küche mit eingegraben und ein wenig liegen gelassen. Als zweiter Schritt
habe ich dann im Abstand von 40 cm die Kartoffeln eingesetzt nach ein paar Tagen. Nach ungefähr 3 Wochen habe ich die Kartoffeln angehäufelt und etwas gemulcht. Und jetzt nach und nach, alles was ging, kam dann als Mulchmaterial rein. Und das ist so ziemlich die einzige Fläche im ganzen Garten, die innen drinne unter dem Mulchmaterial feucht geblieben ist, weil die Kartoffeln so früh angehäufelt und gemulcht wurden. Und ich merke gerade, wie feucht das da unter dem Mulchmaterial drinne ist. Und der Boden riecht richtig nach Wald. Es hat sich alles zersetzt bis jetzt. Und die Kartoffeln sind dunkelgrün, richtig groß und gesund. Also mulchen musste man nach dieser Methode nicht. Aber bei der Hitze dachte ich mal, ich tue vorsichtshalber oben nochmal etwas drauf. Ich bin begeistert und ich bin gespannt natürlich, wie die Ernte ausfallen wird. Vor den Kartoffeln wachsen 2 Kürbisse, ursprünglich waren das 5 Stück, die sind bei der Hitze kaputt gegangen und 2 habe ich noch gerettet mit Gießen und Mulchen. Und ich bin gespannt, wie das alles funktionieren wird. Die 4. Versuchsreihe, das ist tatsächlich nur eine einzige Reihe und die wurde Ende März eingepflanzt. Als es noch richtig kalt war, wurde auch mal dann angehäufelt und gemulcht und sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus bei dieser Hitze. Bin auch ganz gut zufrieden. Ich werde irgendwann mal zu August nach und nach abernten und vielleicht von den Erfahrungen berichten. Jetzt heißt es eigentlich die ganze Zeit ernten und verarbeiten. Ob das die Kräutertrocknung oder die Obstverarbeitung ist, das ist meine liebste Zeit. Viele Kulturpflanzen haben ihren Platz im Garten gefunden und das, was gerade noch ansteht, das sind so die restlichen Paprikapflanzen, die noch als Reserve da waren, oder ein paar Rucola-Pflanzen, die noch aufgegangen sind, die werden auch verteilt. Und manchmal ist nichts aufgegangen und ein Rucola-Samen war zufällig da und schon ist das wertvollste Töpfchen überhaupt. Die Aufgaben im Garten habe ich noch nie als Arbeit betrachtet. Es ist ein ganz großes Experiment und ich darf da teilnehmen, probiere die Sachen aus. Vor einer Woche wurde endlich mal die Paprika ausgepflanzt und die Mulchschicht kam obendrauf dazu. Da wird immer wieder was nachgelegt, ob Rasenschnitt, verschiedene dünne Äste und natürlich ohne Niederschlag gibt es kein Wachstum. Wir gießen jetzt jeden Tag, seit 3 Wochen hat es nicht geregnet, am besten abends. Pflanzen, die abends gegossen werden, erholen sich über die Nacht. Und außerdem bildet sich auf der Mulchschicht, und das ist meine Beobachtung, eine Schicht Tau. Und das hilft natürlich auch den Pflanzen, sich zu erholen. Diese Früchte werden gerade reif, sind sehr vitaminreich und absolut köstlich. Ich beernte die Sträucher schon seit Jahren, wusste aber nicht, wie die Sträucher heißen. Und musste nachlesen, das ist die Felsenbirne. Und fälschlicherweise werden die Früchte für giftig gehalten von der Felsenbirne, sind die aber nicht. Die sind richtig lecker und süß. Ich werde die Früchte für eine Teemischung kochen und ein paar Marmeladengläschen werden auch bestimmt eingekocht. Jeden 2. Tag gibt es momentan eine Suppe aus Melde und Mangold,
also eine M&M-Suppe. Die ist total erfrischend und sehr köstlich und natürlich sehr, sehr einfach zu kochen. Also so viel Melde und Mangold, wie es geht, und dann mit Gewürzen zu einer Brühe kurz aufkochen und ein Esslöffel Butter noch dazu. Bei mir gibt es dann, wenn die Suppe fertig ist, ein Naturjoghurt, ein Klecks Naturjoghurt obendrauf. Und das ist eine Sommersuppe. Wenn du Melde aberntest, versuch mal nur die Spitzen abzuernten, weil die treibt immer wieder weiter aus. Genauso wie Mangold. Mangold wächst immer weiter und man kann den wie Babyspinat immer wieder klein abernten und wachsen lassen. Im Oktober startete ich ein Experiment, 30 Tage ohne Supermarkt zu überleben. Und tatsächlich diese Mangold-Meldesuppe, das ist so Überbleibsel von dieser Zeit. Sogar ohne Butter habe ich das nur mit Gewürz und nur mit Salz aufgekocht und ich bin tatsächlich auf den Geschmack gekommen. Und diese Versuchsreihe hat mir auch die Zuversicht gegeben, dass ich nicht großartig in der Ernährung irgendwelche besondere Gemüsesorten züchten muss, sondern ich kann einfach in die Natur rausgehen. Ich kann fast alles, was grün ist, sammeln und diese Ressource ist unendlich. Also ist der Permakulturgarten und dieser Permakulturprinzip erstreckt sich nicht nur auf dieses kleine Stück Erde, was ich bearbeite, sondern alles, was sich drumherum befindet, auch die Waldstücke, die angrenzende, die stehen zur freien Verfügung für mich. Brennnessel, Girsch, Eicheln. Jetzt, wenn ich eine Eiche sehe, freue ich mich. Ich weiß, dass ich im Herbst da vorbeigehe und sehr, sehr viele Eicheln sammeln werde, die trocknen kann. Und der Eichelvorrat hat zum Beispiel bis jetzt, jetzt haben wir Juni und ich habe immer noch ein kleines Gläschen und könnte das zu Eichelmehl verarbeiten. Ich versuche jeden Tag etwas zu ernten, auch wenn es nicht viel ist. Manchmal sind das Kräuter, nächste Tage werden das die Kirschen sein und die Felsenbirnen, und versuche so viel einzumachen, wie es geht. Sich aus dem Garten zu ernähren bedeutet für mich mittlerweile nicht die Reduktion, sondern eine große Vielfalt. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Ach übrigens, einen Daumen nach oben kannst du mir auch natürlich geben.